Die Zukunft des Online-Business. Halt, stopp! Um die Zukunft des Online-Business vorherzusagen, brauchst du keine hellseherischen Fähigkeiten. Schau dir einfach dieses Video an und genieße die 5 Punkte, die absolut wichtig sind, um mit deinem Online-Business ganz vorne mitzuspielen. Ich verrate dir alle Tipps, die jetzt in der Zukunft für dich wichtig sind. Unsere Welt verändert sich rasant und dein Online-Business ist davon nicht ausgeschlossen. Was gestern noch gut funktioniert hat, ist absolut morgen alter Tobak. Das bedeutet für dich lebenslanges Lernen und ständige Weiterbildung. Das klingt doch aufregend, oder? Die Zukunft des Online-Business, das bleibt wichtig. Hier meine wichtigsten 5 Punkte. Und Nummer 1 ist natürlich, mache es deinen Kunden und Kundinnen so einfach wie möglich, deine Produkte zu kaufen. Und dazu gehört für mich eine ansprechende Verkaufsseite, ein Button zu einem Zahlungsanbieter, ein gut verknüpftes Produkt und dass da nichts schiefgehen kann. Heutzutage ist es wichtig, dass das Ganze einfach funktioniert, auf dem Handy funktioniert, also responsive ist. Denn die meisten sitzen heute in der Bahn, klicken irgendwo durch, sehen eine Anzeige, kaufen eventuell währenddessen schon dein Produkt. Ansonsten bist du dann wieder weg aus dem Spiel und kannst nicht in der ersten Liga mitspielen. Wusstest du übrigens, dass 60% aller Kurse mit PayPal bezahlt werden? Also suche dir einen Zahlungsanbieter, der auch hier PayPal anbietet, oder nimm einfach einen PayPal-Button dafür. Natürlich ist es wichtig, dass du hier verschiedene Möglichkeiten hast und das Ganze geht dann am besten über einen automatisierten Zahlungsanbieter, bei dem du einfach Kurse verkaufen kannst, egal was du gerade machst, keine Rechnungen mehr schreiben, keine Zahlungsabbuchungen mehr prüfen. All das geht automatisch, wenn du dich auf ein automatisiertes Online-Business einlässt. Mehr dazu in meinem Blog. Damit dich ein Kunde erstmal kennenlernen kann, empfehle ich dir, Minikurse zu produzieren unter 70 €, also ein sogenanntes No-Brainer-Produkt, wo ich mir gar nicht groß Gedanken machen muss, ob ich es brauche, weil das sich so klasse anhört und so wenig Geld kostet, dass ich das unbedingt haben möchte. Ein warme Semmeln-Produkt. Punkt Nummer 2, informiere dich ständig über neue Gesetzgebung im Online-Business. Denn auch hier kann es schnell Veränderungen geben und schnell ist dein Kurs oder deine Buchung komplett hinfällig. Informiere dich über DSGVO und das Fernunterrichtsschutzgesetz. Hier habe ich dir ein Video von mir dazu verlinkt. Hier nochmal rausfinden, ob du mit deinen Programmen oder Coaching-Angeboten in die Fern-USG-Falle trittst. Dritter, ganz wichtiger Punkt, ein total generisches Angebot nach dem Gießkannenprinzip funktioniert absolut gar nicht mehr. Der Markt ist wirklich überfüllt von Produkten für jeden. Wichtig ist, dass du deine Zielgruppe hier wieder ganz doll erkennst und auch so ansprichst. Und das gilt von Post, von Verkaufsseiten bis hin zum Produkt. Überlege dir wirklich ein Produkt, was so eine ganz, ganz kleine Nische glücklich macht, was sie als erstes brauchen könnten, wo deine Zielgruppe ist und auch auf welchem Social-Media-Kanal deine Zielgruppe ist. Biete deinen Kunden Lösungen an, die für sie wirklich relevant sind und wo sie wirklich Hilfe bekommen. Das heißt, es könnte sein, dass du hier noch ein paar 1:1 Coaching dazu anbietest oder eine Art Live-Talk, wo man wirklich nochmal die Probleme erörtert, passend zu deinem Online-Kurs. Schaue also, was bei dir wirklich die Lösung bietet und wo die Kunden wirklich Hilfe brauchen. Denn dann bekommst du gute Feedbacks und kannst damit wieder laut rausgehen. Punkt Nummer 4. Gerade weil sich im Online-Business wieder so viel verändert, ist es wichtig, dass du dich mit anderen Kollegen austauschst. Komm in meine Facebook-Gruppe, sei ein Leuchtturm-Community, tausch dich mit anderen aus und pflege den Kontakt zu anderen. So entstehen Kooperationen, Herzensverbindungen und so kannst du natürlich mit anderen auch deine Angebote tauschen, dass jemand das für dich in seinem Newsletter erwähnt oder dass du für Kollegen einfach andere Angebote von denen empfiehlst. So tauscht man sich aus und so entstehen wertvolle Geschäftsverbindungen. Passives Einkommen sozusagen mit Affiliate-Provision.
Hol dir Rat von anderen Expertinnen, tausche dich aus auf deinen Social-Media-Kanälen oder hol dir einen Coach, der schon den Weg gegangen ist für dich und der schon immer eine Spur weiter ist, als du es brauchst, um ganz nah mit dir deine nächsten Schritte zu erarbeiten, also die klare Strategie für dich mitzusehen. Punkt Nummer 5 und der absolute Trend momentan. Brauche ich nun ChatGPT, um mein Online-Business erfolgreich zu machen? KI-Systeme wie ChatGPT sind in aller Munde und vereinfachen dir natürlich die Arbeit. Wenn du aber sowieso ein cleveres Köpfchen hast, gut mitdenken kannst und dir es leicht fällt, Posts aufzusetzen oder Texte zu schreiben, dann wirst auch du immer wieder das Richtige finden, was deiner Zielgruppe relevant ist, was authentisch und wertebasiert aus dir kommt. Denn vergiss nicht, dass die Energie, die du mitbringst mit jedem Post, mit jedem Satz, den du schreibst, wird Menschenleben verändern und wird natürlich genau von deiner Energie und von deiner Seele gespeist. Also jetzt nur auf ChatGPT und nur auf künstliche Intelligenz zu verweisen, würde ich jetzt als kreativer Mensch irgendwie als Fehler erachten. Aber nutze einfach die Hilfestellung, die damit kommt und vereinfache dir den Weg zu vielen Texten oder überprüfe deine Webseite, wie die KI sie schreiben würde, damit es das Ganze verbessert. Nichtsdestotrotz wird immer wieder der menschliche Kontakt und auch deine menschliche Einzigartigkeit das sein, was deine Kurse nachher verkauft und deine Story, deine Expertise und dein Wissen um ganz bestimmte Themen wird das sein, was gefragt sein wird. Alles andere, was das dann zu generisch macht, zu beiläufig macht, das wird man sofort erkennen können. Ich glaube, da liegt irgendwie so diese Kraft deines Online-Business, wenn du es wertebasiert, authentisch und auf dich ausrichtest, dann kann das nur ein Erfolg werden, denn genau von dir wollen wir deine Kurse kaufen und nicht von jemand anderes. Entdecke also deine Einzigartigkeit, stell die noch mehr heraus, überzeichne deine Personenmarke so richtig kraftvoll, dass du zum Leuchtturm wirst und nicht untergehst in der Masse von Coaches, die alle das Gießkannenprinzip benutzen oder alle schön ihre Texte mit ChatGPT schreiben. Finde unter diesen 5 Punkten deine wichtigste Lösung für dein Online-Business der Zukunft heraus. Und wenn du mehr Fragen hast, dann melde dich jetzt bei mir auf meiner Webseite. Lass uns anschauen, ob du ein Online-Business der Zukunft hast, ob du deine digitalen Chancen bereits nutzt oder ob du sie gerade verpuffen lässt. Ich möchte dir hier den Mut an die Hand geben, ein Leuchtturm mit deinem Online-Business zu werden und natürlich weltweit tausende Kunden jeden Tag zu erreichen mit Werbekampagnen, mit einem Sales Funnel, mit authentischen Kursen und Angeboten, die wirklich zu dir passen. Und wie das geht, melde dich gern bei mir. Alles Liebe, deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.